Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ich bin auf dem Weg in den Wald. Ich will ja jetzt wissen, wie es weitergeht in der Story. Hier liegen überall Erdnüsse rum, ne? Aber gebrauchen können wir sie nicht. Zumindest ich habe noch kein Gericht, glaube ich, dafür, wo man Erdnüsse verwendet. So, jetzt wird's dunkel. What kind of a witch will you be? A good witch? There are no good witches or bad witches. Only good or bad actions. Ja, jetzt haben wir sie auch offenbart. Ah, jetzt müssen wir hier hin. Stopp. Have you made that crystal ball yet? Don't Achso, die Glaskugel, die muss ich als nächstes machen. Hey, new witch. Is it my turn to unmask? This thing is getting pretty itchy. Hey, you know, if you want to just take it off, I won't tell anyone. Nice try, but you gotta work for it. I need you to brew me a bottle of something so good, it'll make you float right off the ground. Literally. It's a levitation potion. So witches do fly? Yeah, but we need the right juice to do it. Don't go drinking it just yet. It's for your broom. You can't be serious. Witches don't actually fly on brooms. Of course we do, but not like regular brooms. That would be ridiculous. Yes, that would be ridiculous. Here's the recipe. You'll need to use your distillery as well as your cauldron to get it just right. Bereit im Rahmen einer Mission die Identität des ein Schwebetrank zu. Bei ihm bin ich mir noch unsicher. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ich muss dringend mal Geld verdienen, ne? Sachen an Shelby und so verkaufen wäre nicht schlecht. Ist noch irgendjemand draußen, mit dem man reden kann? Mit dir habe ich schon geredet. In der Bar sind doch bestimmt alle gerade. Nee, die ist auch zu. Mit ihm habe ich auch schon geredet. Okay, dann gehen wir nach Hause und gucken, was wir dafür alles brauchen. Was können wir denn hier eigentlich alles so bauen? Da stehen die Preise. Ich brauche auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Holz. Holz und Eisen ist sowas, was ich ganz oft benötige. So, wir schauen jetzt erstmal. Zaubertrank, nee. Nee, hier. Schwebetrank, Glaskugeltrank. Kupferessenz. Kupferessenz. Kupferessenz herstellen. Wie lange braucht die? 4 Stunden. Gut, das geht. Dann gehen wir jetzt schon mal schlafen. I'm sleepy. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall 2-mal Kupferessenz. Calciumpulver. Zumindest, dass ich es einmal im Inventar habe. Und wie stelle ich... Ach, guck mal hier, aus den Pilzen. Obwohl, das können wir einmal herstellen. Haben wir rote Farbe hergestellt. Blaue Farbe hergestellt. Jetzt haben wir auch eine violette Farbe. Jetzt haben wir sie wenigstens schon einmal im Inventar. Das ist doch schon mal sehr gut. Da müsste ich nochmal für in die Mine.
to that purr. Wir gucken einfach schnell, ob es da unten den Amethyst gibt oder nicht. Geht uns diesmal gar nichts gegeben. So, die Geschäfte haben nämlich jetzt schon offen, das weiß ich. Dann probieren wir jetzt hier an den Dingen unser Glück. Zweimal Kohle ist mir lieber als Steine. Ansonsten probiere ich es halt nochmal ein Level unten drunter. Topaz kriege ich als nur. Ja, ich glaube, ich wechsle mal ganz kurz das Level. Jetzt hängt schon wieder in der Schiene drin. Ich glaube, diese ganzen Amethysten habe ich hier rausgekriegt. Ja, perfekt. Ah, da steht's ja auch. Du hast das Set der Ebene vollständig. Okay. So, jetzt habe ich 3 Stück. Muss ich erstmal eine Einkaufsliste schreiben, wie viel ich von was brauche. Ich habe ja gar kein Geld, ne? Mist. Ich muss also erstmal Zeug verkaufen gehen. Also gehen wir jetzt erstmal schnell zu Shell. Oh, juiuiui. Stopp. Ich kann doch Zucker verkaufen. Zucker verkaufen. Hier. 7. So, dass ich 10 von allem wenigstens habe. So, jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Geld. Ja, das kostet dir auch Geld, wenn du das herstellen möchtest. Okay. Ich brauche. Oh mein Gott. 20 Eisenbach. Ja, komm. I mean, why not, ne? 2 Silberbarren. Kupfer machen wir mal. So. Sind wir ein bisschen besser aufgestockt, würde ich sagen. Marty's brave, isn't he? What makes you say that? He moved here without much experience, just hoping everything would work out. Like me. And you. Jetzt haben wir die Silberbarren, nämlich genau. Jetzt ist nicht da, wo er sein sollte. Okay. I agree with Messenger Cameron about most stuff, but isn't the summer festival harmless? The old stories mentioned fairies, sure, but everyone knows there aren't actually any fairies. Yup. Everyone sure does know that. Mein Gott, wie lange dauert das noch, Have you bis built a ich... new barn on your property yet?
Happily, I vetoed legislation limiting new farm structures. The conservationists didn't want anyone building too close to the marshlands where the birds lay their eggs. But we can't let waterfowl get in the way of progress now, can we? Otto, soft on business, hard on birds. Ha! Exactly! Ach, der steht bestimmt wieder am Strand. Wir schauen mal. Also meistens steht er hier am Strand. Ja. Is this the kind of silver you need? Oh, Tara, this is perfect. I can't thank you enough. Just give me first look at the rings when you're done. They're going to be stunning. By the way, have you ever heard of, creatures in the mine with pink hair and gray skin? Honey, you must have grabbed this silver off a gas vent or something. Yeah, that was probably it. Here, this is for you. Thanks so much. Sehr gut. Alter, können wir uns gerade noch mit ihm unterhalten? Angus couldn't sleep the night before the summer festival. He was so worried he'd ruin the shortcake. But it was perfect. Like always. He just can't help worrying over every little thing. Oh. Hey, Kai. What's wrong? I got worked over by this closeout and my leash snapped. I just don't get why the wave didn't bring my board in, though. It was new, and it's so hard to get longboards shipped here. So what are you doing on the beach? Collecting seashells or something? Ja, stimmt Yes, was nicht? I was collecting shells. What's your problem? That's a totally valid beach hobby. Hey, Rod, it's cool, but, you know, you should leave some. The high tide has been eating away the shoreline bit by bit every year. Sorry if I was a grouch. I'm just super bummed about my board. It's all right. I understand. Let me buy you a beer to make up for it, okay? Hm? Mama, ich kann doch angeln. Ich würde halt gerne mal meine Köder selber angeln. Oh, yeah. Nee. Jetzt wird's aber auch ganz schön dunkel, du. So, what did you do before you switched up careers? I was, consultant. Did a lot of consulting. And then I got hit with that consultant burnout. You know how it goes. Okay. Ich gehe mal nach Hause. Das Wetter gefällt mir gar nicht. Wir haben ja auch sowieso noch so viel an Tränken und Kram zu brauen. Mein Gott, hier liegt überall Unrat rum, den man sammeln kann. So, das ist die zweite Kupferessenz der Reihe nach. Also, wir brauchen einen Schwebetrank. Schwebetrank. Herstellen. Als nächstes möchten wir eine Glaskugel bauen. Glaskugel. Ich habe viel zu wenig Holz. Okay. Nee, ich möchte auch nichts mehr von dem Essen verschwenden in dem Sinne. Okay, Holz.
Feenzauber. Das können wir herstellen. Wirke die Treue auf das Boot. Im Regen, das machen wir jetzt. Here goes nothing. Tara, you've returned. I knew you could do it. And I knew I'd seen you somewhere before. I live in Milkwater, my foot. It's the Wylde boat. Huh. And look, the wildling. Ah, Tara. Do you have the customary charm? Oh, here it is. So what does this do, anyway? Oh, if you break the charm, it reveals your location. Fascinating little gadget. And if you ever endanger our secrecy here, we will know exactly where to find you. But where am I exactly? Oh, where are manners? Yes, you're in Ravenwood Hollow, a hidden little home. You already know me as a human, but under the moon, I take a slightly more wolfish form. You may call me Perry. I'm a fairy, and I run the apothecary. What? It's not even that funny. We've met, course. Oh, but not formally. I'm Zephyr, of the Grimspark Goblins. I'm Ariel. I would like you more if you were scaly or furry or had wings, but you'll do. Wow. I've never seen this place on a map of Fairhaven. Technically, we're not in Fairhaven. This place exists between a point in the human world, that's Fairhaven, and a point in the Fey world, the Gloaming. Don't tell me. Another place everyone failed to mention. Come speak with me later. There are things about the Fey world you must know. So you are the Fey? Yes, and we don't let many into our home. Not even all witches. But you brought me here during the summer festival. Actually, we haven't been able to untie that particular knot. What Zephyr means is, none of us brought you here. We still don't know how it happened. Great. Love that there's a unsolved mystery centering around me, being flung through space-time. Ooh, spicy! Just like your grandmother. Now that you've been formally received into Ravenwood Hollow, you can come and go as you like. Just remember, never reveal our existence to anyone. Stopp, ich will mit jedem von euch reden. You said a while back that you had something to tell me about the Gloaming? Yes. The wellspring that you witches balance. It exists in the Fey world. The human world is not itself magical, but magic bubbles up from elsewhere. That's the Gloaming. At its heart is the wellspring. Oh, but I still have so many questions. You will have to ask them later. I am a busy fairy. Guck mal hier. Mhm. Where are you from, Ariel? It is a place you humans call Brazil. But when I came into being, the humans called it Pindoretama. That's a long way from here. One day I may tell you the story of how I came to Ravenwood Hollow. Mittwoch bis Sonntag. Okay. Gibt's also auch Geschäfte, finde ich cool. Ich glaube, das war auch ein Geschäft. Auch Mittwoch bis Sonntag.
Ah, jetzt. So, were you born in Ravenwood Hollow? Not at all. I grew up in a tiny town in Alaska, and my parents are decidedly human. The story of how I ended up here is quite complicated. Vielleicht erzählen sie uns ja noch alle ihre Geschichte. Oh gosh, I just love meeting new witches who grew up outside Fairhaven. You must have so many stories about the city. People keep thinking that, but my life has been 1,000 times more exciting since moving here. Sehr cool. Warte mal, hier unten ist auch noch ein Geschäft. Auch Mittwoch bis Sonntag. Okay. Glaskugel, ja gut, da fehlt mir das Geld. Seidenfäden. An einem Sonntag, okay. Den Schwebetrank. Wie lange braucht er? Noch eine Stunde. Okay. Da muss ich halt mal gucken, wie ich irgendwie Geld reinkriege, ne? Ach, siehst du, das war ich nicht im Geschäft Samen. Ja gut, ich habe halt auch kein Geld, ne? Ich müsste mein Zeug mal bei Shelby verkaufen oder mein Angelkram. Diese Rezeptdinger müsste ich verkaufen. Oh, Herd, Fischstäbchen. Okay. Brot. Texas Brownies. Jetzt ist er fertig. Oh, wir haben 3 Schwebetrank bekommen. Und dafür, okay. Gib dem Gesellen was tagsüber. Okay. So tired. Ich bin mir sehr unsicher, ob es ist. Wir werden es halt einfach mal probieren. Temposchub noch 2 Tage. Okay. So, was fehlt uns nochmal für die Glaskugel? Das Holz. Wir brauchen Holz. Wir gehen jetzt erstmal kurz draußen. Bisschen abholzen. Okay, jetzt haben wir 27. Da können wir auf jeden Fall schon mal die Glaskugel für bauen. Geh mal mit dahin. Das Lieblingsgericht. It's empty. I'll need to brew. Stopp. It's empty. Glaskugeltrank. Ach, da gibt es ja noch mehr. Ach so, ja, Papier. Okay, warte, Papier machen wir noch. Kann ich theoretisch auch gleich wieder mal ein bisschen mehr machen. Haben wir noch 5 Papiere. Wie lange braucht der? 10 Stunden. Mein Gott.
Okay. Du bist es zwar nicht, aber ich will mit dir Ihre seems reden. busy already, but nobody's too busy for new friends, right? This morning, I dropped off a basket of pastries by her door. Fresh from Angus's bakery. I hope she takes the hint and stops by my workshop. Du bist es auch nicht. I can't believe Giv is living up in the mountain pass by herself. I'd be scared silly. But then, it's not hard to scare me silly. Francis and I tried watching classic horror movies on date night once. I grabbed his hand so hard, I left nail marks. Du bist es auch nicht. You know, the town hall has many interesting artifacts from Fairhaven's history on display. Feel free to view them anytime. Sie ist es auch nicht. I go back and forth between thinking that the Summertide Star is just useless and that it's really meaningful. Sure, Vanessa's been Summertide Star more often than anyone else, but Damon's dad picked me as the Summertide Star the year my mom went missing. I still have pics from that day. Du bist es auch That nicht. new rancher fella wrinkles his nose every time he walks by my stall. If he can't handle the scent of a good fresh catch, how does he handle his own bun? Wir haben alle offen. Do you ever catch up with your family back in Alaska? Well, my dad walked out on us when my brother and I were 3. Went back to Russia. My mom and I talk, but she also thinks I run a bookstore in Milkwater. I haven't been able to tell her about, no, you know. Auch nicht. That new rancher keeps staring at me. Like, he's clocked me, but he does not know what time it is. I hate it when people do that. Auch Giva nicht. didn't seem to believe me when I said I thought our weather seemed normal to me. But I've lived here my whole life. I guess maybe I don't know what normal is like. Ich glaube auch that rancher nicht. guy was super interested in the pro circuit contests I did around here. So I asked him if he wanted a lesson or two, because he's new. He did not seem stoked. Rude. So, wer es dann aber ist, meiner Vermutung nach, seht ihr erst in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar unter dem Video da und auf jeden Fall auch ein Abo, damit ihr hier nichts mehr verpassen könnt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.